Schön, dass du da bist. Ich grüße dich. Heute machen wir ein ganz wunderbares Rezept. Und zwar machen wir gemeinsam Sahnesteif einfach selbst. Dafür brauchen wir nur 2 Zutaten, denn so verzichten wir bewusst auf Trennmittel und andere Zusatzstoffe mit E-Nummern. Wir sparen Verpackungsmüll und wissen ganz genau, was in unserem selbstgemachten Sahnesteif steckt. Man weiß auf jeden Fall, was drin ist und kann ganz bewusst auf jegliche künstliche Zusatzstoffe verzichten. Unperfekt für Kuchen, Torten oder was auch immer das Herz begehrt. Denn handelsübliche Sahnesteif enthält je nach Hersteller häufig modifizierte Stärke und Trennmittel wie Calciumphosphate. So starten wir, indem wir zuerst unseren Arbeitsplatz vorbereiten. Dafür brauchen wir nur ein sauberes Schraubglas, eine Küchenwaage und natürlich die beiden Zutaten. Dafür brauchen wir dann 25 Gramm Johannisbrotkernmehl. Das ist übrigens nicht mit Johannisbrot zu verwechseln. Es stammt zwar von derselben Frucht, verwendet werden dabei jedoch andere Bestandteile. Das Johannisbrotkernmehl werden die Samen verarbeitet und bindet kalte Flüssigkeit. Dadurch stabilisiert es die Sahne auf natürliche Weise, ohne ihren Geschmack zu verändern. Denn entgegen vieler Aussagen eignet sich normale Stärke nicht dafür, da ihre volle Bindekraft erst beim Erhitzen entwickelt. Nur kurz erwähnt, wen es interessiert, im Outro gibt es ein paar Outtakes. Nun brauchen wir noch 50 Gramm Puderzucker. Dieser ist natürlich selbst gemacht. Er dient nicht nur zum leichten Süßen, sondern vor allem als Trägerstoff. So verteilt sich das Johannisbrotkernmehl gleichmäßig, lässt sich später besser dosieren und klumpt beim Einrühren in die Sahne deutlich weniger. Übrigens, das Rezept zum Puderzucker und auch alles andere verlinke ich dir in der Infobox. Das Glas wird nun einfach kräftig geschüttelt, bis sich beide Zutaten gleichmäßig miteinander vermischt haben. So wäre dann das selbstgemachte Sahnesteif sofort einsatzbereit und kann jederzeit verwendet werden. Nun wärst du auf dem falschen Kanal, wenn das Video hier bereits zu Ende wäre. Nun schauen wir uns nämlich noch das Johannisbrotmehl etwas genauer an. Es eignet sich nämlich ebenso hervorragend zum Stabilisieren von zum Beispiel Schokosahne. Das sogenannte Karobmehl lässt sich sogar schokoladige Desserts und auch Getränke zubereiten. Das Mischungsverhältnis ist hierbei das gleiche wie zuvor. Wir wiegen uns 25 Gramm Johannisbrotmehl und auch 50 Gramm Puderzucker ab. Johannisbrotmehl bringt außerdem eine angenehme karamellige, leicht malzige Note mit und ist von Natur aus etwas süßer als Kakao. Deswegen eignet er sich nicht nur für Schokosahne, sondern auch hervorragend für Desserts, Kuchen oder als Alternative zu Kakao. Besonders geeignet für Menschen, die auf Koffein und Theobromin verzichten möchten oder Kakao nicht so gut vertragen. Anschließend vermischen wir auch hier beide Zutaten kräftig miteinander, sodass sie gleichmäßig verbunden sind. Auch das Pulver ist nun einsatzbereit. Nun kommen wir zur Verwendung des Sahnesteifs. Dafür nehmen wir 250 ml gut gekühlte Sahne. Also zumindest hätte ich ganz gerne 250 ml Sahne abgemessen, aber ich habe die Flasche nicht aufbekommen. So, nun aber, die Sahne sollte in ein Gefäß gegeben werden, das sauber, fettfrei und am besten heiß ausgespült worden ist. Ich verwende hier gut gekühlte Schlagsahne mit etwa 30% Fett und wenn möglich achte auf eine gute Bioqualität und Produkte aus regionaler und artgerechter Tierhaltung. Das kommt nicht nur dem Geschmack zugute, sondern unterstützt auch ein höheres Tierwohl. Nun wird die Sahne leicht angeschlagen und sobald sie beginnt, leichte Wellen zu schlagen und etwas cremig wird, kommen 1 bis 1,5 Teelöffel unseres selbstgemachten Sahnesteifs hinzu. Soll die fertige Sahne lediglich etwas standfest werden, reicht 1 Teelöffel völlig aus. Für Torten oder wenn sie besonders stabil sein soll, kannst du auch bis zu 1,5 Teelöffel verwenden. Anschließend wird sie dann natürlich fertig und steif geschlagen. Sobald die Sahne, wie hier zu sehen, steif geschlagen ist und schöne Wellen schlägt, ist sie auch fertig. Nur nicht überschlagen, denn dann habt ihr Butter am Ende. Was dann zwar auch nicht weiter dramatisch ist, aber mit Sahne hat das einfach nichts mehr zu tun. Selbstverständlich kann die Sahne nun direkt verwendet werden. Mit unserem selbstgemachten Sahnesteif bleibt sie auf jeden Fall im Kühlschrank etwa 48 Stunden stabil. Und sollte auf jeden Fall bis zur weiteren Verarbeitung, zum Servieren oder auch zum Schnabulieren stets gut gekühlt gelagert werden. Deswegen kommt die Sahne nun auch in den Kühlschrank. Und daraus machen wir jetzt ein eifreies Tiramisu.
Nun gibt es natürlich noch die Schokosahne. Auch dafür nehme ich 250 Milliliter Sahne und schlage diese leicht an. Nun kommt auch ein Teelöffel des dunklen Johannisbrotmehls hinein. Und auch je nach persönlichem Geschmack 1 bis 2 Esslöffel Kakaopulver. Je mehr wir nehmen, je schokoladiger wird die Sahne. Damit wird dann die Sahne fertig aufgeschlagen. Das geht auch relativ fix dabei. Auch hier zeige ich nun, wie standhaft die Sahne ist und kann im Spritzbeutel bearbeitet oder verarbeitet werden, je nachdem, wie man es sehen möchte. Teilt mir mal mit, wie ihr das Rezept findet oder ob ihr Anmerkungen dazu habt. Lasst es mich mit einem Kommentar wissen. Ich freue mich auf jeden Einzelnen, denn das ist auch eine Unterstützung für den Algorithmus. Übrigens ist Johannisbrotkernmehl ein natürlicher, löslicher Ballaststoff und in größeren Mengen kann er das Sättigungsgefühl unterstützen. In diesem Fall ist die verwendete Menge jedoch so gering, dass wir ihn vor allem wegen seiner hohen Bindekraft einsetzen. Ich möchte noch einmal zu meiner Einleitung zurückgehen, die mich selbst vor vielen Jahren beschäftigt hat, denn immer wieder liest man, dass Speisestärke eine gute Alternative zu Sahnesteif sein soll. Das habe ich nämlich selbst vor einigen Jahren ausprobiert. Das Ergebnis war allerdings alles andere als schön oder gut. Die Stärke löste sich in der kalten Milch nicht richtig auf und ich hatte am Ende eine Sahne mit kleinen Klümpchen. Viele wissen einfach nicht, dass handelsübliches Sahnesteif häufig modifizierte Stärke enthält. Diese ist technisch verändert und kann, je nach Art, auch in kalten Flüssigkeiten binden. Damit das selbstgemachte Sahnesteif möglichst lange haltbar bleibt, bewahren wir es kühl, trocken und auch lichtgeschützt auf. Da beide Zutaten sehr trocken und lange haltbar sind, hält sich die Mischung auch bei richtiger Lagerung über einen sehr langen Zeitraum hinweg. Wichtig ist dabei nur, dass wir zum Entnehmen stets einen sauberen und auch trockenen Löffel verwenden. Egal ob für normale Sahne oder auch köstliche Schokosahne. Egal wie, Hauptsache lecker und ohne künstliche Zusatzstoffe. Und sparen auch dazu noch eine ganze Menge an Verpackungsmüll. Und daraus machen wir jetzt halt eifreies Tiramisu. Wenn dich das Rezept interessiert, dann schau mal wieder auf meinen Kanal vorbei. Und wie immer wünsche ich euch nun viel Freude beim Selbermachen, gutes Gelingen, lasst es euch gut gehen. Bis demnächst. Pfiat euch! Beide riechen, wie sie riechen sollen. Und beide riechen, wie sie riechen sollen. Mir ist so warm. Ich schwitze wie ein Aas in meiner Küche.